Ja, hallo. Und heute früh hatte ich zu meinem Mann gesagt, du kannst ja nicht mal kurz einkaufen gehen. Ich bin jetzt gerade noch mit meinen Haaren beschäftigt. Ja, es war eigentlich gelogen. Nein, es war gelogen, aber es ist so ein Spiel und er war sich ja dann sicher, dass ich dafür das Essen mache. Mm, Und er stellt sich da sehr ungeschickt an mit dem Essen. Also ist es dann im Endeffekt so eine alltägliche Manipulation, die ich mache, oder ist es was ganz Normales? Ist es eine Manipulation der harmlosen Art? Aber es gibt natürlich auch bösartige und intrigante Strategien in der Partnerschaft, wie wenn du mich lieben würdest, würdest du alles für mich tun oder niemand versteht dich so gut wie ich. Das ist ja so eine typische Aussage, die in jedem Handbuch der psychologischen Manipulation zu finden ist. Sind Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, Themen speziell Manipulation in der Partnerschaft. Da gibt es sicherlich sehr viel zu sagen. Nochmal, mein Name ist Inge. Ich begrüße die Nathalie Walter aus München und die Margit aus Basel in der Schweiz und in Frankreich. Ja, hallo Community und herzlich willkommen zu unserem Therapy Talk. Mhm. Da fällt mir ein, jetzt nicht bei mir persönlich, aber was ich beobachtet habe bei jemandem, der sehr ängstlich ist. Ängstlich ist und nicht zurückhaltend, aber sich sehr, sehr klein macht. Das war eine Frau und die brauchte ständig Bestätigung. Also permanente Bestätigung, weil sie ist ja, im Bayerischen sagt man, das arme Hascherl. Ich weiß nicht, ob es das Wort auch auf Schweizerisch gibt. Also das kleine Häschen, sage ich mal, das beschützt und gepampert werden muss und lieb gehabt werden muss und wie eine kleine Blume immer wieder gegossen werden muss, am besten jeden Tag. Und ich kann mich erinnern, die passen aber ganz gut als Paar zusammen, sie und ihr Mann. Weil das, was sie, sage ich mal, sich nie getraut hat, sie hat sich kaum was getraut. Ja, alles war überfordernd für sie. Sie war ängstlich. Sie brauchte jemanden, der sie an die Hand nimmt. Aber bei ihrem Mann war das ganz praktisch, weil der fühlte sich dadurch gesehen. Der fühlte sich gesehen, der fühlte, dass er seinen Platz hatte in der Partnerschaft, dass er die Beschützerrolle ausüben kann. Also könnte man sagen, ja, das ist doch leicht manipulativ, wenn ich so mein kleines Kind, so mein kleines verängstetes Kind dem Partner rüberschiebe. Aber in dem Fall passte das ganz gut zusammen. Gell? Da fühlte sich jeder, es war so stimmig in der Art und Weise. Ich habe das auch mal bei einer Arbeitskollegin auch erlebt, die war auch genauso gestrickt wie diese ängstlich vermeidende Person. Und als Arbeitskollegen war das schier nicht auszuhalten. Also ich kenne es nicht aus Partnerschaften, aber in dem Arbeitsumfeld habe ich das zum Beispiel erlebt. Und die hat uns schier alle miteinander auf die Palme gebracht, weil die tatsächlich kein einziges Alpha, Beta, Gamma, Delta alleine machen konnte, ohne jedes Mal Rückfragen zu stellen, ja. Das artete dann so weit aus, dass sie uns mal gefragt hat, ja, ich möchte mir ein Fahrrad kaufen. Was haltet ihr denn davon? Und ist mit derselben Frage zu, glaube ich, 5 oder 6 Kollegen gegangen. Bis wir es irgendwann mal rausgefunden haben und ihr dann gesagt haben, so, jetzt stopp, jetzt reicht's. Und so ist es verdammt noch mal egal, was für ein verdammtes Fahrrad du dir kaufst. Treffe jetzt bitte endlich die Entscheidung und lass uns damit zufrieden. Ich empfand es und wir empfanden es damals als extrem manipulativ. Also ich habe jetzt da mir auch Gedanken gemacht, ne, wo treffe ich das an? Und ich denke mir, wahrscheinlich in jeder Partnerschaft, dass irgendwo eben auch Manipulationsspielchen dabei sind, eben wie du gesagt hast, bewusst oder auch unbewusst. Und dann habe ich auch mal so mental mal durchstöbert, meine, meine Bekanntenliste so mal durchgecheckt, wo fällt mir was auf? Und dann habe ich gedacht, ja, es ist eigentlich immer das ähnliche Schema, wo ich jetzt gerade so erkennen kann. Ich meine, vielleicht liegt es ja auch an der Resonanz meiner Freundschaften. Ne? Man sieht ja auch Freunde an, die ja vielleicht dann eben auch in der Resonanz mit einem selber stehen. Aber da fällt mir vor allem auf, dass es, wenn es dann in der Partnerschaft um Manipulation geht, jetzt gerade so in dem Fall, wo jetzt zum Beispiel die Nathalie als Beispiel aufgegriffen hat, dass es immer so was wie eine ähm, Kopieren, Einfügen Version ist von dem, was schon zu Hause abgegangen ist. Also irgendwie ist dann der Partner Vaterersatz oder Mutterersatz.
so dass dann einfach der eine Partner, der am Manipulieren ist, dann nicht wirklich, ich sag jetzt mal, erwachsen genug ist oder für sich selber einsteht. Das ist so das, was mir durchs Band weg auffällt. Und wenn wir jetzt ja, das Thema Trauma ins Spiel oder in diese Diskussion da reinnehmen, dann würde ich sagen, ist es vielleicht, ich stelle es jetzt einfach so mal als Frage in den Raum, einfach eine Fortsetzung von dem, was wir aus dem Elternhaus eben dann auch entweder abgeguckt haben, wie es dann bei den Eltern zuging, ja, oder so wie ich dann als Mädchen oder als Junge mir dann irgendwie die Kindheit am angenehmsten machen konnte. Und ich denke jetzt auch gerade speziell an einen Fall, also einen Fall an einen Bekannten, also im Bekanntenkreis an zwei, wo ich denke, das ist so enorm, wie sie ihren Partner unterbuttert. Und das gibt's ja immer wieder, ne? Also es könnte jetzt auch umgekehrt sein, aber in dem Fall war es die Frau, die diesen Typen einfach so unterbuttert hat. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, ähm, die ist mir immer so wie die Mutter von ihm einfach so, ja, aufgefallen. So ein Mutterersatz, aber er hat ja auch nichts dagegen gehabt. Ja. Und das ist ja das Spannende, dass es zwar manchmal eben auch dort zu Eskalationen gekommen ist oder noch kommt, aber dass es sowas wie ein, ähm, ein Abkommen ist, ne? So, Ja. man macht das irgendwie miteinander ab, dass wir da so wie ein Spiel spielen Mhm. und ja, und dann weiß ich nicht, wo dann die Grenzen sind zwischen wirklich bewusster Manipulation und unbewusster Manipulation. Mhm. Genau, das hatte ich auch mal erlebt bei einem Mann, um mal vielleicht mal ein Gegenbeispiel zu nennen, ja, der permanent, wie soll ich das sagen, ähm, seine Frau sollte einen bestimmten Muster erfüllen. Ein Bild, das er in seinem Kopf hat. Es ging darum, wie sie auszusehen hat, was sie zu tragen hat, wie sie sich zu benehmen auch hat. Es fehlte gerade nur noch, dass er bestimmte, wie weit hinter oder neben ihm oder vor ihm sie zu gehen hat, so ungefähr, ja. Also das war wirklich ganz, 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 ganz krass zu sehen. Und, als ich die Frau gefragt hatte, warum machst du das eigentlich, kam nur, ja, aber ich liebe ihn doch so sehr. Ich liebe ihn doch so sehr. Und damals hätte ich nie die Frage stellen können, wie war die Ehe deiner Eltern? Hast du da auch dasselbe Muster gesehen? Sondern ich stand halt damals einfach davor und war schier baff, dass sie sich sowas gefallen lässt. Ja, dieses ständige Bekritteln, ständige Zurechtweisen, also wie man damit überhaupt einen Tag verbringen kann, ist mir fast unbegreiflich, ja. Aber für sie war er ihr Prinz oder ihre Vorstellung von dem Mann, den sie haben wollte, real oder nicht real. Und dem hat sie sich komplett untergeordnet. Und nicht nur meine Rückmeldung, sondern auch von anderen Frauen die Rückmeldung, geh doch aus der Partnerschaft raus, siehst du denn nicht, was er mit dir macht? Auch wie du mittlerweile, deine ganze Fröhlichkeit ist weg. Ja, du warst früher so ein fröhlicher Mensch, du hast so viel gelacht und warst so unternehmungslustig. Das ist alles mit den Monaten und Jahren wirklich weniger und weniger und weniger geworden. Aber für sie war da, sie hat das nicht gesehen. Sie hat das einfach nicht gesehen. Also ist ja diese Art von extremer Manipulation ein Gerangel zwischen Opfer und Täter und im Endeffekt der Trauma. Also ich habe einmal den Täteranteil, einmal den Opferanteil. Und das ist ja so eine Art Übergangslos von einer harmlosen Manipulation, die eben so im Gerangel ist, ja, zwischen Erwachsenen, also zwischen normalen Pärchen oder Kindern, bis zu eben dieser Manipulation in der Ehe. Und da ist dann für mich eben das Thema, wo kippt es dann und wo fängt dann das Trauma an? Ja, aber viele würden das gar nicht als Trauma sehen. Ich nehme zum Beispiel das Beispiel, ich will Kinder haben. Ich will nur den Partner haben, wenn ich auch wirklich Kinder haben will. Ja, oder ich bin jetzt schon so lange verheiratet, ich will unbedingt ein Kind. Und da habe ich einige Frauen kennengelernt, die sind dann wirklich, ja, haben dann den Mann überrumpelt mit der Schwangerschaft.
Das würde ein Mann zum Beispiel sagen, das ist hochgradig manipulativ. Aber die Frau würde nie sagen, nie, nicht einmal, würde sie sagen, ich bin Täterin geworden an meinem Mann. Also wenn du das Wort benutzt, da würdest du, da, da würde Sodom und Gomorra hier aufgehen. Dann hättest du deflektiert von der partnerschaftlichen Thematik auf dich und du würdest dann angegriffen werden. Ganz klar, wenn du das jemandem sagen würdest, hey, du, damit hast du dich zur Täterin gemacht. Also ich mache mal gerade weiter, gell? Weil mir kommt natürlich auch automatisch dann in den Sinn, wenn ich jetzt entscheide, dass ich jetzt einfach ein Kind haben will, egal wie die Umstände sind, dann mache ich ja auch automatisch das Kind zum Objekt. Und das sind sich ja die wenigsten Menschen wirklich bewusst. Oder gehen wir mal weiter, die wenigsten sind sich überhaupt bewusst, was das mit einem Kind, mit einem Menschen macht, wenn man einfach mal als Objekt gehandelt wurde. Und ich finde es immer wieder erschreckend, jetzt gerade zum Beispiel in den sozialen Medien, auch so diese Kommentare zu lesen, wenn es um Beziehungen geht, wie stark eben Täterenergien auch am Wirken sind. Ja. So nach dem Motto, ja, also ebenso, wo einfach ja, wo man das Gefühl hat, die Kinder kriegen nichts mit. Und es ist ja gerade das Gegenteil. Es ist ja so, dass das Kind ja ohne Schutz auf die Welt kommt. Es kommt, ich sage jetzt mal, ähm, bedürftig auf die Welt. Das heißt, es ist vollkommen angewiesen auf die Reaktion von außen, auf die Aktivität von außen. Und das heißt, ein Kind muss dann logischerweise das ganze System so umstellen, dass es eben dann auch das bekommt, was es braucht, ja, damit es überhaupt leben kann. Also das heißt Wärme, Liebe und dann eben halt auch die physischen, also eben so Ernährung und so. Und dann kann man sagen, fängt ja im Prinzip schon eine Manipulation an. Als Kind. Also ich werde da irgendwo reingeboren und meine Eltern checken es vielleicht einfach nicht, dass ich jetzt einfach weine als Baby, weil ich Bauchschmerzen habe oder ich weine, weil ich vielleicht einfach Hunger habe oder ich brauche einfach Wärme, weil ich mich alleine fühle oder ich bin in einer Umgebung, wo es zu laut ist, wo vielleicht die Spannung einfach viel zu hoch ist, weil vielleicht gerade Zoff ist zwischen den Eltern und das Kind, das weint. Und ich werde ja dann als Baby nicht verstanden, wenn ich weine, also ich sag mal in den meisten Fällen nicht. Also das heißt, da muss man ja eigentlich im Prinzip als Mensch schon ähm, Techniken entwickeln, so dass man dann zu dem kommt, was man braucht. Und dann sage ich jetzt mal, ja, macht man das jetzt mit Absicht oder nicht? Nein, ne? Es ist dann so eine Adaption an die Situation. Aber ich finde persönlich das Verheerende daran, dass es sich dann eben diese Grenzen verwischen. Also es wird dann so normal, dass wenn ich jetzt geliebt werden will, dann drücke ich vielleicht irgendwann auf die Tränendrüse, immer noch als erwachsene Person. Oder ich fange an zu toben, weil ich nicht das bekomme, diese Aufmerksamkeit, die ich gerade brauche. Und vielleicht haben diese Tobsuchtsanfälle zu was geführt zu Hause, ja, dass ich zumindest Aufmerksamkeit bekommen habe, weil es sonst so schlimm war, weil es gar keine gab. Und so läuft das Muster weiter. Und aus diesem Grund finde ich das recht schwierig, ebenso zu selber dann auch zu entscheiden oder zu erkennen, wo manipuliere ich, wo nicht, weil das für mich dann definitiv etwas ist, wo zum blinden Fleck gehört. Also der Punkt, der uns nicht bekannt ist und wo wir dann vielleicht fröhlich weiterleben, wenn wir nicht vielleicht irgendwann mal in einer Situation den Spiegel vorgehalten bekommen und wir bereit sind, da wirklich reinzugucken. Ja. Ja, und nehmen wir nochmal die Schwangerschaft her. Die Frau und der Mann sollten eigentlich vorher drüber reden. Wie viele Kinder willst du denn haben? Also erstens, willst du überhaupt Kinder haben? Und wenn ja, wie viele? Und ich habe das als Person zum Beispiel zu respektieren, wenn mein Mann oder meine Ja. Frau sagt, ich will keine Kinder haben. Dann muss ich für mich, der andere Partner muss dann für sich sehen, kann ich damit zurechtkommen? Geht das für mich, ja, in dieser Partnerschaft zu bleiben? Oder ist mir das Thema Kinder, und das ist absolut legitim übrigens, so wichtig, dass ich sage, nee, dann geht es eben nicht weiter. Aber dann die Frage nicht zu stellen, um dann in der Ehe
manipulativ dann das zu bekommen, was ich eigentlich will, weil da geht's immer, der eine will nicht und der andere will. Dann höre ich manchmal, ja, aber hinterher war mein Mann dann doch glücklich, dass das Kind da war. Ja, ja, vordergründig schauen Sachen oftmals anders aus, aber im Hintergrund schwelt der Konflikt weiter und das Kind, wie Margret, du das so schön gesagt hast, muss es dann ausbaden am Ende des Tages. Dann kann es dann über körperliche Symptome rauskommen, es kann mal über psychische Symptome rauskommen und dergleichen. Und das ist der Grund ist, weil man de facto nicht miteinander offen reden will, ja, oder nicht offen redet. Ja, da finde ich es jetzt gerade sehr spannend, weil es gibt so zwei so Arten von so Art Ränkelspielchen, das in Partnerschaften, wie schon erklärt, einfach passiert, die automatisch zwischen Mann und Frau dastehen. Der Mann macht ein bisschen auf dumm wegen Kochen als Beispiel und die Frau macht anderes. Also das ist einfach so, was ich jetzt nicht unbedingt sehr schlimm finde, ist Manipulation, wo es dann weitergehen kann, eben wenn irgendwo die Frau in eine Regression fällt und oh, ich bin zu klein, kannst du mir helfen? Und das permanent ist, wie du eben erzählt hast, Nathalie, dass da immer wieder dasselbe kommt, was vielleicht von vorher passiert. Oder der Mann, der sagt, ich sag dir das nur zu deinem Besten und meinte immer, er ist der Beste, meint das alles gut. Und wenn das sich dann steigert, dann ist für mich eine Manipulation, die aber aufgrund eben eines Traumas passiert. Und da ist wirklich so eine Art Balance, wo hört es auf und wo fängt es an? Und das finde ich immer gerade ganz interessant, dass manche Sachen gar nicht so manipulativ sind, sondern einfach nur irgendwie ein bisschen Spielchen zwischen Partner, zwischen oder auch in den Firmen. Und dann, wenn es zu viel wird, dann hört es auf und dann fängt die Manipulation und das Trauma an. Und diese Schicht ist manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, wenn sich es im Lauf der Jahre so eingespielt hat. Was könnt ihr dazu sagen, wie sich das so ja, und dann merkt man gar nicht, dass man manipuliert wird als Frau oder als Partner oder als Angestellter in diesen Firmen. Habt ihr da schon Erfahrung zu diesen Themen? Wo ist die Grenze zwischen Spiel und nicht mehr Spiel? Mhm. Und das Interessante ist wirklich, dass ich finde, es ist so wie, entweder ist man schwanger oder man ist nicht schwanger. Also es gibt für mich nicht wirklich sowas wie, na ja, das ist jetzt noch okay und das ist jetzt nicht mehr okay, weil das extrem individuell ist. Und das heißt, Spiel bleibt Spiel. Und ich meine das jetzt nicht insofern werten, dass wir jetzt nicht mehr spielen sollten, aber ich finde es wichtig, dass wir wissen, dass wir dann vielleicht spielen. Und wenn dann vielleicht der andere reagiert, sagt, hey, also komm jetzt, ne, jetzt tu jetzt nicht so auf so doof, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen dämlich, aber ist ja, glaube ich, nicht mehr das Wort, das man ja benutzen darf. ähm, Wir ja, schon. okay, gut. Ja, dann können beide drüber lachen. Das finde ich dann, ja, gut, dann ist es eine gesunde Manipulation, finde ich, oder ein gesundes Spiel, und es bleibt ein Spiel. Also definitiv. Das, was ich persönlich dahinter eben beobachten konnte, also wie kommt es dann überhaupt zu einem Spiel, ist das Lügenkonstrukt der eigenen Familie. Also das heißt, wenn ich persönlich schon als Kind in einer Familie groß geworden bin, wo einfach viel gespielt wurde oder viel einfach irgendwie, ja, ich sag's jetzt in einer anderen Sprache, weil dann versteht mich das Kind nicht. Ja, oder ich verarsche das Kind jetzt durch zum Beispiel, ja, ist jetzt vielleicht gar nicht der richtige Vater oder das Kind wurde adoptiert oder ich weiß nicht was. Also es gibt ja viele solche Familiengeheimnisse. Also ich meine, die Verarsche geht ja wirklich von, ja, durch das ganze Palett. Hm. Und je mehr diese Lügenspielchen dann halt eben auch in der Familie da waren, desto mehr verstrickt sich mein eigenes System in dieses Spiel, so dass ich dann zwar als Kind phasenweise und dann auch vielleicht auch als Erwachsener phasenweise noch irgendwo realisiere, Moment mal, da stimmt was nicht, aber ich habe die Klarheit nicht zu realisieren, Moment mal, ich wurde verarscht. Und ich finde, genau an dieser Klarheit hängt's. Also das heißt, wenn ich von Anfang an schon klar bin darüber oder vielleicht in einer Umgebung groß geworden bin, wo sehr, also wo Wahrheit ein Wert war, also wo man sich wirklich auch ausgetauscht hat, also auch über die Gefühle, also das, was gerade ist, ohne dass irgendwelche Spielchen gespielt wurden, desto eher gebe ich natürlich als Familie dem Kind diesen Wahrheitsgehalt mit im Sinne von, ja, natürlich stimmt dein Gefühl, dein inneres Gefühl. Und natürlich
kannst du das natürlich auch sagen und du wirst auch ernst genommen mit diesem Gefühl. Also aus diesem Grund werde ich ja dann auch als Kind bestärkt und auch in der Wahrheit bestärkt. Wenn ich jetzt aber in einer Familie groß geworden bin, was dann heißt, ja, das meinst du ja nur und ja, das ist nicht so, wie du meinst und ja, das haben dir sicher irgendwie welche Leute erzählt und die erzählen sowieso irgendwie, ja, dann werde ich konstant über Jahre verwirrt. Und was ich einfach als Resultat sehe, ist wirklich eine verwirrte Gesellschaft, wo, wenn man dann wirklich mal Klartext redet, als Mhm. erwachsener Mensch, wirst du dann irgendwo, also du siehst das einfach an den Reaktionen, wie verwirrt Ja. die anderen dann waren, weil es für dich so klar ist, vor allem dann auch, wie du es aussprechen kannst. Genau, und so, Inge, ja, gebe ich jetzt einfach mal mein Feedback, ohne jetzt noch zu wissen, was mal ursprünglich die Frage war. Aber vielleicht kannst du da weiter aufnehmen oder die Ja. Nathalie macht weiter. Ja, gerne. Ja, für mich ist es nochmal ganz klar, zum Beispiel, wenn du körperliche Symptome hast. Also wenn du dich auch veränderst, deine Persönlichkeit verändert sich im Laufe der Zeit, wenn du mit jemandem zusammen bist. Jetzt gehe ich mal wieder weg von der Kinderebene von Margret, noch mal kurz auf die partnerschaftliche Ebene. Das merkst du, wenn normalerweise sollte eine Partnerschaft beide Partner schöner machen, sage ich jetzt einfach mal, sollten aufblühen. Man sollte richtig sehen, dass die beiden zusammengehören, ja. Wenn aber einer von beiden verfällt, regelrecht, äußerlich, innerlich, antriebsmäßig und der andere immer mehr und mehr Raum einnimmt, dann weißt du sofort, da stimmt die Balance aber 0,0 mehr. Das geht gar nicht mehr. Und da siehst du, dass da saugt irgendeiner vom anderen absolut die Energie und die Lebenskraft ab. Und dann geht auch nichts mehr. Dann kannst du bis zu psychische Störungen laut Katalog, da kannst du dich dann so weit drin verstricken. Also es ist wirklich unglaublich. Und wenn du die Kinder nimmst, ja, wie Margret sagt, wenn du ständig hörst, nee, also so ist es nicht richtig, was du denkst, nein, so war das ja überhaupt nicht und so sollte es ja gar nicht sein. Und was du dir denn schon wieder vorstellst, was hast du denn immer die ganze Zeit, ja? Und du versuchst als Kind und versuchst und irgendwann mal gibst du auf. Irgendwann mal gibst du auf. Und dann muss das ja wohl stimmen, weil du vertraust ja deinen Eltern. Die sind ja erwachsen, du bist ja klein. Du musst dich ja an denen orientieren. Und dann denkst du, na, was Mama und Papa da sagen, das muss ja richtig sein. Dann ist ja was mit mir falsch. Und dann hast du die komplette Verwirrung drinnen. Da kannst du überhaupt nichts mehr auseinandersetzen, weil du sagst ja, du bist falsch. Das heißt, selbst wenn da mal ein Bauchgefühl hochkommt oder ein klarer Gedanken, kann das ja nicht sein, weil du bist ja falsch. Das ist das, was du da mitbekommen hast. Und dann bist du nur noch verwirrt, nur noch verwirrt. Dann kann jemand kommen, es absolut gut mit dir meinen und dir wirklich auch Hilfe anbieten. Du bist nicht in der Lage, das zu erkennen, weil du in dir sowas von verwirrt bist. Und dann gehst du vielleicht eher auf Leute zu, die dir nicht gut tun, weil das ist das, was du von daheim kennst. Da, das ist bekannt und in dem keinen guten Kontakt zu haben, fühlst du dich quasi wohl. Aber mit anderen, wo du einen guten Kontakt haben könntest, da fühlst du dich total verwirrt und vielleicht sogar auch manipuliert. Und dann wird das ist so ein komplettes Paradoxon. Dann wird das Helfende oder Hilfreiche wird als unangenehm und als manipulierend Gefahr empfunden oder sogar, ne? genau, sogar Gefahr bis zum Extrem. Und das, was wirklich die Gefahr und das Manipulierende wäre, da machst du ja dann bequem, wie auf einer warmen, kuscheligen Couch. So weit kann das dann tatsächlich führen, ja. Und es kann auch dazu führen, wenn ich das jetzt mal Mutter-Sohn-Verhältnis mal nehmen. Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, weil die Frauen sind halt doch mehr, und darum nehme ich jetzt Mutter- und Sohn-Verhältnis, Frauen sind halt doch jammern, da sage ich mal einfach, ja, das, oh, mir geht's schlecht und hier und da. Dann stell dir mal vor, du hast eine Mutter, die so ist die ganze Zeit. Der Sohn wird ja nie ausziehen. Der bleibt ja bis auf ewig und 3 Tage bei der Mama hängen, weil er muss sich ja um die Mama kümmern. Und gerade die Jungs sind sehr, sehr Mama-orientiert. Die würden alles für ihre Mutter machen. Also damit das Verhältnis auseinanderbricht, muss die Mutter wirklich schon viel getan haben. Aber normalerweise der Sohn, das Erste, was er macht, ist seiner Mama zu helfen.
so ein Mann, wenn der auch, also der Junge, wenn der älter wird, der wird ja nie eine richtige Partnerschaft eingehen können, weil er de facto immer noch bei der Mama daheim sitzt, wenn das nicht auch physisch noch ist. Also, aber selbst die, die ausgezogen sind, können innerlich immer noch bei der Mama sein und sie unterstützen. Das hat übrigens, weil du vorher im Vorgespräch, Inge, über Gabor Maté gesprochen hast, der hat ein Beispiel genannt, das war ein Mann, der hat zweimal am Tag gegessen, und zwar über Jahrzehnte hinweg. Und zwar bei seiner Mutter und bei seiner Frau, bei seiner Familie. Und der ist dann irgendwann mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Übergewicht oder sowas oder Herzstillstand ist, der dann tatsächlich irgendwann mal gestorben. Weil er konnte seiner Mama nicht sagen, nee, du Mama, das ist jetzt meine neue Familie, das ist meine Kernfamilie und meine Frau steht jetzt im Mittelpunkt. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die Frau ihn dann nicht manipuliert und sagt, komm zu mir zum Essen, sondern der Sohn das gerne und auch freiwillig macht, aufgrund eben eines Traumas. Also da ist dann wieder der Unterschied, hat die Mutter ihn extra oder absichtlich manipuliert? Vielleicht weiß sie auch gar nicht, dass er da ist bei seiner Frau noch. Oder geht er auch gerne zu seiner Frau, zu seiner Mama? Also Jeden da ist Tag? wirklich dann wieder, muss ja nicht dann in dem Fall nicht unbedingt eine Manipulation sein, sondern das ist sein eigenes Trauma, was natürlich für die Mama vielleicht ganz angenehm ist. Richtig. Vielleicht Heißt, weiß sie es ja auch gar nicht, dass er noch zu Hause ist, jetzt nochmal als Beispiel. Ja. jeden Tag. Wir reden über jeden Tag. Und das Beispiel ist so eindeutend, dass es eine absolute Manipulation ist. Weil als Von wem? erwachsene Frau, als erwachsene Mutter, dein Sohn, der verheiratet ist und Familie hast, den siehst du nicht mehr jeden Tag. Der kommt nicht jeden Tag zum Essen. Das ist absolut nicht möglich. Also soweit müsstest du klar in dir sein als Mutter, dass du dann, wir reden nicht über einen 18-jährigen Sohn. Wir reden hier über einen erwachsenen Mann mit 40, 50 Jahren, der jeden Tag zu seiner Mutter kommt noch zum Essen, weil er de facto von daheim nie ausgezogen ist. Ja, Also vielleicht passt ja daneben auch gerade, oder das mit der Täter-Opfer-Dynamik. Weil es ist ja dann, es braucht ja immer zwei, die mitmachen. Und ja, ich denke mir, das steht eigentlich vor allem im Vordergrund, dass man einfach irgendwo auch realisiert, ich bekomme ja auch was als Opfer. Also jetzt als Kind nicht, ja. hm. Als Kind war ich ausgeliefert, aber als erwachsene Person bekomme ich ja auch als Opfer was. Und zwar ab dem Moment, wo ich dann zum Beispiel einfach irgendwie das schlechte Gewissen dann vielleicht produziere oder die Hilflosigkeit, wo dann automatisch dann der Täter wieder drauf anspringt und eben der Täter dann wieder eben seine eigenen Manipulationstechniken hat, die dann ja den Täter wieder dann dazu bringen, dem was zu geben. Also es ist ein Geben und ein Nehmen auf einer Ebene, wo ich glaube, da gibt es eine Komfortzone und auf der anderen Seite, ja, gibt es vielleicht doch sowas wie ein Gefühl, dass da was nicht stimmt. Und wenn ich natürlich sowas mitnehme in eine Beziehung, dann finde ich entweder einen Partner, der das mitmacht, oder eben ich laufe da immer an und habe da einfach ständig irgendwelche Probleme überhaupt, eine gesunde Partnerschaft leben zu können. Die Vera Birkenbill hat es mal so schön gezeigt. Ich glaube, sie hat das Buch Erwachsenenspiele, glaube ich, geschrieben. Und sie hat dann immer so schön gesagt, wie zwei, nicht Erwachsene, aber eigentlich zwei Kinder miteinander versuchen, Erwachsensein zu spielen, Beziehung zu spielen. Ja, dann gibt es hier zweimal Opfer-Täter bei dem Thema. Es gibt ja einmal Opfer-Täter zwischen Sohn und Mama und zwischen Frau und Mann. Und das ist für mich ja dann im Endeffekt wieder Trauma, wem es passt oder auch nicht. Also wenn die Frau damit klarkommt, dass vielleicht der Mann oder ist, warum hat sie dann einen Mann, der bei ihr nicht bleibt, sondern zur Mama geht? Warum geht der Mann? Also da gibt es natürlich überall was aufzuräumen. Das wären natürlich auch wieder Themen der IOPT. Da ist immer dann die Frage, wo hört es mit der Manipulation auf? Was ist generell Trauma? Und da vermischt sich das im Endeffekt. Ist Manipulation teilweise auch Trauma oder ist es generell Trauma? Also wir sprechen ja da im Endeffekt von beiden. Aber wo wir Manipulation jetzt in der Partnerschaft haben, ist ja Manipulation noch generell, dass wir vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Wir werden ja auch generell manipuliert. Also da einfach nicht nur in der Partnerschaft, sondern Lügen, Trügen, Betrügen ist ja generell auch, das ist für mich auch Manipulation in den Schulen, in der Politik. Was jetzt Corona betrifft, das ist ja nur Manipulation. Und da hat die Margret ja auch gesagt,
Es ist mal wieder so absolut schön, mit jemandem zu sprechen, der authentisch ist. Und ich denke nicht, dass ich eine Familie kenne, wo alles wirklich so klar und wahr auf den Tisch kommt. Es gibt überall irgendwo ein bisschen ein Gemauschel. Und wie toll es ist, wenn ich dann mich mit jemandem unterhalte, wo wirklich alles klar und wirklich nett, ohne irgendwelche Hintergründe auf den Tisch kommt, wo ich ein authentisches Gespräch habe, ohne dass ich merke, irgendwas stimmt nicht, irgendwo werde ich angelogen und wenn irgendwas nicht passt, na, ich möchte darüber nicht sprechen. Wie selten gibt es das? Ja? Also wir fangen jetzt hier bei uns in der Partnerschaft an und es geht bis oben hin, dass wir täglich manipuliert werden, beschissen, betrogen werden. Und das Ja, ist aber eigentlich sehr schade. schau dir auch an, nimm mal nur das Beziehungsbild, wie da von außen manipuliert wird. Also ich würde gern vorher noch klären, was wir eigentlich überhaupt über Manipulation verstehen und wie das überhaupt entsteht. Das wäre mir noch ganz Sehr wichtig, gerne. weil vielleicht ja auch die Frage, warum müssen wir dann überhaupt manipulieren? Also ich meine, gut, den einen Teil, den haben wir ja gehabt, ja, dass ich einfach je nachdem in ein Lügenkonstrukt eben auch reingeboren wurde. Aber als erwachsener Mensch könnte man ja im Prinzip sagen, okay, ich brauche die Manipulation nicht mehr und scheinbar Mhm. eben doch. Ja, und das heißt, das kann sich dann wieder reproduzieren in einer Partnerschaft oder am Job oder in Freundschaften, wie auch immer. Aber das bedeutet, also jetzt für mich, rein für mich, und das würde mich noch interessieren, wie ihr das seht oder wie das dann jetzt da weiterpasst. Aber ich sage mir einfach, ab dem Moment, wo ich manipulieren muss, will ich ja was vom Gegenüber. Ich will was vom Gegenüber. Und das kann etwas Emotionales sein, das kann aber auch etwas Handfestes sein. Aber ich will was. Und das heißt, wenn ja jemand manipuliert, hat er dann in dem Fall, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, die Eier nicht, wirklich ganz grad zu sagen, was will ich jetzt in diesem Moment von dir? Und das Spannende ist ja, jetzt gerade wenn man ja Kommunikationskurse macht oder irgendwie sich überhaupt über Kommunikation sich austauscht, gibt's immer wieder diesen Tenor, ja, was getraust du dich das zu sagen oder das würde ich mir nie getrauen zu sagen. Mhm. Und dann ist für mich so die Frage im Raum, warum eigentlich? Also auf der einen Seite haben wir eine Erziehung, die sich der Gesellschaft auch angepasst hat, dass wir uns einfach so netterweise anpassen müssen an einfach Werte. Okay, also ich sage jetzt mal, das gibt so ein Grundspiel in der Gesellschaft, wo man mitmacht. Aber auf der anderen Seite hört ja eben auch das Spiel ja wieder auf. Also wo ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass man dann eben auch ein Spiel spielt. Aber die meisten, die kommen ja dann und getrauen nicht zu sagen, was sie gerade brauchen, was sie gerade gern hätten, aufgrund, und da sind wir wieder beim Trauma, vor Abweisung oder vielleicht nicht damit umgehen können, dass ich nicht das bekomme, was ich unbedingt haben möchte. Das heißt, ich bin nicht im Erwachsenen-Ich. Ich bin nicht erwachsen. Und ich könnte es nicht ertragen, wenn mich jetzt jemand abweisen würde und nicht auf meinen Trick reinfallen würde. Genau, das war jetzt genau Ja, richtig, ja. Mhm. Genau. Und das passiert überall. ja. Überall. Ich habe mir ja mal die Wortherkunft angeschaut von manipulieren. Da stellt sich die Frage, ist in dem Wort Herkunft nicht auch schon die Manipulation drinnen? Also woher kommt dieses Wort manipulieren? Überhaupt, und es kommt von Manus, also den Händen, ja, und Plere. Das heißt eigentlich irgendwas in der Hand zu haben. Und früher wurde das nicht im negativen Sinne benutzt wie jetzt. Ist auch wieder interessant. Warum ist ein Wort so negativ aufgeladen? Sondern das war einfach, ich lese euch das mal vor. Also im Brockhaus-Lexikon von 1809 wurde es als Magnetismus noch verwendet. Lasse ich es einfach mal so stehen. Aber im 19. Jahrhundert, im Meyers Lexikon, hieß es kunstgerechter Gebrauch der Hände. Das war ein Geschäftskniff. Und das klingt doch eigentlich ganz gut. Also ein komplett anderer Begriff. So, und jetzt wird es interessant. Das haben wir übrigens bei einigen Begriffen. Dann kommt die Psychoanalyse im 20. Jahrhundert. Und dann kommt wieder unser Herr lieber Sigmund Freud um die Ecke, der dann auf einmal dieses Wort genommen hat und komplett umgedreht. Und dann ging es Richtung Manipulation, das, was wir heute diskutieren. Auch nochmal, wenn du es politisch und soziologisch und so weiter siehst, Richtung Propaganda und dergleichen dann auch nochmal, ja. Aber da stellt sich für mich auch die Frage, was machen wir verdammt nochmal mit diesen Wörtern auch, die wir benutzen? Ja, und kreieren wir damit auch nicht ein Problem oder brauchen unbedingt eine Definition für ein Problem, was vielleicht gar keins wäre, wenn wir uns gar nicht darum kümmern?
Und wir sind heutzutage in so einer Zeit, wo wir das ständig machen. Und ich finde auch von außen, da wird uns gezeigt, so und so hat die Beziehung auszusein. So und so viele Kinder hast du zu haben, 2,5 oder 4,8 oder wie viele Kinder auch immer. So und so hast du auszusehen, wenn als Frau, wenn du Kinder schon bekommen hast. Und das hast du als Mann zu erfüllen. Das heißt, wenn ich mich dem immer weiter gebe von den sozialen Medien, die jetzt mittlerweile Tonnen von noch mehr Bildern kreieren als das, was wir in den Magazinen drinnen haben, dann stellt sich irgendwann mal die Frage, wollen wir so weitermachen? Wollen wir diese Kinder-Erwachsenen-Spiele weiterführen und noch mehr Kategorien aufmachen? Ich meine, da gibt es ein Buch, das heißt so nach dem Motto, wie manipuliere ich richtig? Das geht doch überhaupt gar nicht. Ich meine, wie komme ich denn auf so eine blöde Idee? Durch die Sprache ja auch ganz viel Wahrheit ja aufgedeckt wird. Und die ist ja dann auch wieder heilend. Die kann sich ja auch extrem heilend ja, zeigen. Und manchmal spürt das, ich sage jetzt mal, der 0815-Bürger eben auch so durch einen Film, der dann einfach nur durch das, was gerade geredet wird, so viel Gefühle auslöst, weil es dann einfach so ehrlich ist und wirklich von innen heraus. Und das denke ich mir, das wäre an und für sich so einfach, manchmal Konflikte zu lösen. Oder andersrum gesagt, ne, du hast da irgendwie so einen Film und da gibt's Drama zwischen Pärchen, ne, wenn wir jetzt schon bei Pärchen bleiben, in Partnerschaften, diese ja, Filme, wo dann immer das Drama dann startet, wenn jemand nicht ehrlich ist, wo dann jemand findet, ich will es jetzt auf meine Art und Weise alleine lösen und ich möchte gerne den anderen glauben lassen, dass, ne? Und ich spiele irgendwas und dann bin ich im Spiel und dann fängt das Drama an. Und das finde ich noch spannend, eben die Filme auch so zu gucken, dass immer dann das Drama losgeht, wenn gelogen wird. Ja, Und es wird sehr oft gelogen und sehr viel gelogen. Und das ist eben, wie die Margit schon erzählt hat, dass man das von gewohnt hat, dass die Eltern ja immer gelogen haben oder manipuliert haben, gelogen haben und das sich durchzieht. Und ich merke auch, dass in der Umgebung bei vielen permanent, ich kenne Leute, die sagen, ich mache die Mund auf die Lügen, aber es ist nicht beabsichtigt, sondern einfach, ja, wie geht's? Ja, alles okay, passt. Ist ja schon gelogen, wenn ich sehe, der ist schwerst krank. Also es sind Lügen in einer Tour, nur weil sie nicht fähig sind, oder weil sie es nicht gewohnt sind, einfach authentisch und richtig zu kommunizieren. Das ist das, was viele eben nicht mehr können oder nicht mehr gelernt haben, auch von den Eltern. Eine richtige Kommunikation, wo einer zuhört und der andere spricht und man hört oder man merkt, dass auch einem zugehört wird. Das ist ja auch, gehört ja auch zur Kommunikation. Und wenn diese Kommunikationskultur wieder ab und zu mal stattfindet, nicht ab und zu, sondern es sollte immer stattfinden, dann hat man auch die Kraft, dass man sich ausdrücken kann, was ist wirklich bei mir. Oder was stört mich gerade? Ich habe jetzt gerade keine Lust bei dieser Unterhaltung. Ja, und dann sagt der andere, warum nicht? Ja, dann kann man sich das ehrlich, dass einfach eine ehrliche Kommunikation stattfindet, ohne dass ich irgendwie denke, Gottes Willen, passiert mir was, mag der mich nicht. Das fehlt. Und das ist so toll, wenn das irgendwo in Gruppen oder in der Partnerschaft, wenn das stattfindet, da geht dann wirklich, also mir geht da das Herz auf und denkt, oh wow, das ist wie Ostern und Weihnachten. genau. Geht mir ganz genauso. Geht mir ganz genauso. Und wie heilsam das ist, gerade in den Traumatherapie-Sessions, wenn jeder ja sich so nackig macht, ja, in all der Verletzlichkeit der Nachtzeit und mit all den schweren Themen, die dann hochkommt, wie das jeden beruhigt. Also nicht jeden, manche sind ein bisschen dann noch mal aufgeschreckt, aber ich sage mal, die meisten sind beruhigt, weil erstens weißt du, nicht nur bei mir, ja, ich bin nicht alleine, du kannst dich endlich mal so zeigen, wie du bist, ohne dass du Angst haben musst, gleich bewertet und verurteilt zu werden oder Repressalien dann auch zu erfahren, ja, ausgeschlossen zu werden aus einer Gruppe. Da ist es ja genau umgekehrt. Je mehr du dich zeigst, desto tiefer, mehr zusammenführend ist die Gruppe. Normalerweise, würde ich sagen, ja. Also wenn in einer Gruppe sich einer öffnet und vom Herzen her spricht, dann berührt es die ganze Gruppe. Dann macht die ganze Gruppe mit. Da ist keiner und sagt, oh Gott, das magst du. Also ich habe das noch nicht erlebt. Ganz im Gegenteil, wenn einer anfängt oder wenn irgendwo eine Frage kommt, was geht gerade ab oder eine Meditation und einer erzählt wirklich was Tiefes aus dem Herzen, dann
gehen die anderen auch mit und öffnen sich. Und das ist wirklich wie so ein Strahl, der sich verbreitet, wenn die Wahrheit richtig, die vom Herzen kommt, verbreitet wird. Das ist was Wunderbares. Und die Leute lechzen danach, wenn sie sehen, der öffnet sich, ich mache das dann auch. Und es geht wie so ein Dominostein, da gehen die Leute mit. Stimme ich dir Also die absolut zu. Manipulation hat auf jeden Fall immer was mit Lüge zu tun. Ja, Und ich denke mir, es ist wahrscheinlich, also wenn man selber draufkommen will, ob ich jetzt gerade im Manipulieren bin oder nicht, dass man sich einfach so gerade fragt, okay, was ist denn jetzt wirklich meine echte Absicht dahinter? Also wenn ich jetzt das sag oder wenn ich jetzt so reagiere, was ist meine echte Absicht? Oder wie geht's mir dann jetzt wirklich? Man stellt sich die Frage, was ist nicht manipuliert? Die Geschichte wird immer von Siegern geschrieben. Es ist alles manipuliert, was generell in der Welt passiert, was an Kriegen ist. Jeder Krieg fängt mit einer Lüge an. Also ist die Frage, was ist nicht manipuliert, auch in den Schulen, auch in den Büchern. Also da kann jeder was selbst, sein Gehirn noch einschalten, wenn das noch bei manchen funktioniert. Ja, da kann sich jeder selbst noch ein bisschen an den Haaren zopfen. Wo werde ich manipuliert? Wo kann ich noch selbst denken? Habe ich noch die Möglichkeit zu denken? Und ich möchte es einfach jetzt mal so lassen. Wir sind jetzt so am Schluss. Gibt es noch von euch in irgendeiner Weise zum Thema Manipulation einen Schlusssatz, den wir hier der Community mitgeben können? Und dann, ja, liebe Community, freut euch aufs nächste Mal. Nathalie, gebe ich nochmal weiter an dich. wer auch immer sich manipuliert fühlt, wäre schön, wenn er erstmal bei sich schaut und für sich eine Arbeit macht, um festzustellen, stimmt es überhaupt, was ich mir denke. Ein sehr schöner Satz. Mhm. Ja, ich bleibe dabei. Also das heißt, Manipulation heißt für mich Lügen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass ich dann, wie soll ich sagen, mich selber verurteilen muss dafür, sondern dass ich einfach mal vielleicht tiefer gucke, was wurde mit mir gemacht, wem wurde ich ausgesetzt, welche Situation wurde ich ausgesetzt, dass ich das heute noch leben muss. Und dann passt das auch wieder zu dem, was Nathalie sagt. Es ist eine Täter-Opfer-Spirale. Dann bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch zusammen. Vielen Dank euch. Danke euch.